Na, Stepenia, Haladitila. Ihr wollt bestimmt wissen, wie ihr den vorherigen Effekt auch herkriegt. Keine Angst, es ist leichter als ihr denkt und funktioniert unheimlich davon, ob ihr 3D- oder 2D-VTubers seid. Ihr könntet das sogar machen, wenn ihr mit Facecam streamt. Ich fokussiere mich in diesem Video jedoch rein auf das VTuben. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist OBS sowie das Plugin StreamFX. Wie immer habe ich den Link unten dazu in die Beschreibung gepackt. Also ohne weitere Umschweife, fangen wir an. Klickt zunächst einmal auf den Link unten in der Videobeschreibung und ihr solltet auf diese GitHub-Seite kommen. Scrollt nun nach unten, bis ihr den Link zur Installationsanleitung seht und klickt dort drauf. Je nachdem, welches Betriebssystem ihr habt, klickt ihr einfach auf Latest Production unter dem System, was ihr nun mal verwendet. In meinem Fall ist das Windows. Scrollt hier wieder nach unten, bis ihr den Punkt Asset seht. Hier müsst ihr nicht alles herunterladen, sondern nur das, was für euch relevant ist. Ihr erkennt es einfach am Namen. Sprich, Windows, wenn ihr Windows habt, Ubuntu bei Linux und macOS für jene mit einem Apple-PC. Ist die Datei heruntergeladen, klickt ihr nun zweimal auf diese. Nun werdet ihr gefragt, ob ihr es für alle Benutzer von eurem PC installieren wollt oder nur für euch. Was ihr wählt, kommt darauf an, ob ihr die portable OBS-Version verwendet oder nicht. Verwendet ihr die portable Version, wählt ihr Me Only und wenn ihr OBS normal installiert habt, für alle Benutzer. Liest nun die Lizenzvereinbarung durch und wenn ihr mit dieser einverstanden seid, akzeptiert diese. Wählt als nächstes noch einmal aus, ob ihr die statische Version verwenden wollt oder die portable Version. Das Programm fragt euch nun, wo ihr das Plugin installiert haben wollt. Standardmäßig wird euch der normale OBS-Ordner vorgeschlagen. Wählt ihr diesen, warnt euch der Installer, dass der Ordner bereits vorhanden ist. Diese Warnung könnt ihr mit Ja bestätigen. Als nächstes könnt ihr noch einen Startmenü-Eintrag erstellen lassen oder nicht. Ich empfehle Nein, weil alles, was ihr bekommt, ist ein Link zu einer Internetseite. Aber ich gehe hier auch viel zu tief in das Installieren rein. Ich meine, ihr habt bestimmt schon einmal ein Programm installiert. So, wenn ihr nun OBS startet, dann sollte einmalig ein neues Pop-up erscheinen. Dieses könnt ihr mit einem Klick auf OK schließen. Wenn ihr jetzt oben in der Taskleiste schaut, dann seht ihr, dass ihr einen Eintrag habt. Dieser macht eigentlich auch nicht viel, außer dass ihr hier zur Hilfeseite kommt, sowie kleinere Einstellungen treffen könnt, wie die automatische Update-Prüfung ein- oder auszuschalten. Schaut ihr nun in eure Filter von einer beliebigen Quelle, dann seht ihr, dass neue hinzugekommen sind. Geht aber erst einmal wieder zurück. Ihr müsst nämlich eure Spielquelle noch einmal duplizieren. Erstellt außerdem eine neue Gruppe und gebt dieser einen Namen wie Spiel dynamisches Licht. In diesen schiebt ihr die duplizierte Quelle hinein. Ihr könnt auch versuchen, das Spiel ein zweites Mal aufzunehmen, aber bei mir hat das nicht geklappt. Bei mir habe ich nämlich in einer der beiden Quellen immer nur ein schwarzes Bild bekommen. Jetzt klickt ihr mit der rechten Maustaste auf die Gruppe und dann auf Filter und es sollte sich ein neues Fenster öffnen. Klickt anschließend hier unten auf das Plus und fügt einen Weichzeichner hinzu. Bei Art gebt ihr zweifache Filterung an und die Größe soll ca. 9 sein. Im Vorschaubild seht ihr, dass die Aufnahme nun ein farbiger Klecks geworden ist. Klickt nun auf Schließen und versteckt dann die Quelle, indem ihr sie ganz nach unten schiebt. Geht nun zu eurer Quelle von eurem Avatar oder Facecam und klickt hier wieder auf Filter. Fügt eine dynamische Maske ein. Als Eingabequelle wählt ihr nun die duplizierte Quelle Spiel dynamisches Licht oder wie ihr diese genannt habt. Was jetzt kommt, ist etwas Herumspielerei, damit es gut ausschaut und kann von Spiel zu Spiel oder auch vom eigenen Geschmack abhängig variieren. Die Werte, die ich euch nun zeige, geben einen relativ subtilen, aber erkennbaren Effekt. Ihr müsst nämlich nun den roten, blauen und grünen Kanal einstellen. Setzt bei allen Kanälen den Basiswert auf 0,5. Dieser Wert gibt die minimale Helligkeit an, sodass er nie ganz verschwindet. Falls ihr das doch wollt, wie zum Beispiel bei einem Horrorspiel, stellt es auf 0. Um einzustellen, wie stark hier beleuchtet werden, sind die Eingangswerte wichtig. Um präzise zu sein, im roten Kanal ist es der rote Eingangswert, im blauen Kanal der blaue und im grünen Kanal, könnt ihr es erraten? Ja, der grüne. Verwendet hier Werte zwischen 1 und 2, wobei je näher ihr zu 1 geht, der Effekt geringer wird. Wollt ihr den Effekt verstärken, dann verringert den Basiswert ebenfalls auf 0,1. Werdet ihr in hellen Szenen überbelichtet, geht zurück in eure kopierte Szene und fügt einen Color Grading Filter hinzu. Scrollt hier herunter, bis ihr zum Punkt Färbung kommt und verringert die einzelnen Werte, bis alles in Ordnung ist. Ihr könnt 50% als Richtwert nehmen und das Ganze bei Bedarf nach oben hin anpassen. So, und das war es nun auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, euren Stream noch weiter von den anderen abzuheben. Wenn ich euch geholfen habe, bzw. wenn ihr etwas Spezielles wissen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare unten hinein. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie man seinen Avatar für Thumbnails posieren kann? Ja, dann habt ihr Glück. Im letzten Video ging es genau um dieses Thema. Ihr seht dieses Video nun auf dem Bildschirm eingeblendet. Aber auch wenn es für uns heute schon gewesen sein sollte, hat es mich sehr gefreut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Landratten.